Hallo Leute, ich bin Wolf von McTrident und heute stelle ich euch das vielseitigste iFac vor, das es auf dem Markt gibt. Alles, was ihr über das Black Trident Trauma-Burrito iFac wissen müsst, das erfährt ihr in diesem Video. Bevor ich darüber anfange, über das Trauma-Burrito iFac zu sprechen, möchte ich kurz klären, wofür steht iFac eigentlich? iFac steht für Individual First Aid Kit und ist das First Aid Kit, was jeder Mann haben sollte, egal ob du im Dienst bist, Schießsport betreibst oder auch in der Freizeit. Viele von euch kennen natürlich unser TFC Kit. Das TFC Kit war ein mega geiles Produkt, aber Black Trident, wir bleiben nicht stehen. Wir haben ein noch besseres Produkt gebaut, was alle Features aus dem TFC Kit vereint und noch vielseitiger ist. Und das ist das Trauma-Burrito iFac. Das Wichtigste zuerst, das Trauma-Burrito iFac besteht aus zwei Teilen. Ich habe auf der einen Seite den Innenteil, hier zum Beispiel voll bepackt, so schaut ein leerer Innenteil aus, und dann habe ich verschiedenste Außenhüllen. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Außenhüllen aktuell, die ich euch auch noch im Detail zeigen werde. Aber fangen wir mit dem Wichtigsten an, nämlich dem Innenteil. Beim Innenteil, warum heißt das Ganze Burrito? Weil das Ganze gerollt wird. Wenn ihr euch das Ganze von außen anschaut, dann seht ihr auch, ich habe hier einmal Flauschklett an der Vorderseite und auf der Rückseite nochmal Hakenklett. Der Flauschklett vorne, der kann verwendet werden für Einheitsabzeichen, Patches, Markierungen und Co. Der Hakenklett auf der Rückseite, der ist dafür da, dass ihr das Ganze immer perfekt positionieren könnt wieder an eurer Montageart. Ja, wenn ich das Ganze öffne, hier habe ich eine kleine Schlaufe, die so als Pulli dient, dann sieht das Ganze einmal so aus. Das Spannende, was ich hier schon mal habe, ist, dass ich hier das CAB-CDE-Protokoll habe, nochmal als Merkhilfe. Wir wissen, dass viele Leute das auswendig wissen sollten und Co., aber im Stress, im Eifer des Gefechts, dass man sich wieder darauf besinnen kann, was checke ich nach der Reihe. Das Ganze gibt es natürlich auch mit Marschprotokoll, also keine Sorge, wir haben an alles gedacht. Hier oben habe ich dann gleich ein erstes Feature, nämlich hier habe ich eine zusätzliche Tasche, wo ich zum Beispiel eine Patientenkarte hineingeben kann und auch hier ein Ding, was es auch schon eben beim TFC-Kit gegeben hat, nämlich der Patient's Lanyard. Der kann dafür verwendet werden, dass entweder die versorgende Person oder ein Bystander sich das Ganze umhängen kann und gerade wenn Morast, Schlamm oder Co. ist, hier man sozusagen von der Höhe aus arbeiten kann oder am Ende das ganze Ding dem Patienten mitgeben kann. Alles, was ich euch zeige mit Hinblick auf Cords und Co., das ist alles enthalten. Wir schauen uns gleich im Detail an. Hier im unteren Bereich, da sieht man schon, dass die ganzen medizinischen Artikel abgedeckt sind. Das ist nämlich die Dust Flap. Und die Dust Flap, die wird hier geöffnet über diesen roten Pulli. Und jetzt seht ihr auch schon das Innere des Trauma-Burrito iFacs. Was ihr seht, ich habe hier jetzt eine Konfiguration. Das Wichtigste ist, ihr könnt euch das genau so aufsetzen, wie ihr das möchtet. Es passt mega viel hinein, es ist sehr modular. Und ihr seht, ich habe hier immer Kordelstopper und Shockcord und kann da das Ganze wirklich so konfigurieren, wie ich das möchte. Wenn ich etwas brauche, kann ich es einfach rausziehen, ich kann die Kordelstopper lösen. Egal, was für dich der richtige Weg ist, es ist möglich. Ja, ein Feature, was beim TFC-Kit besonders wichtig war, das war die Möglichkeit, hier in dieser Lasche ein Chest-Seal faltenfrei zu verstauen. Und dieses Feature, das war im Endeffekt auch etwas, was dieses iFac eben auch sehr innovativ gemacht hat. Und genau dieses innovative Feature haben wir auch wieder ins Trauma-Burrito iFac gepackt. Weil hier ist nämlich so, dass auf der Innenseite hinter dem medizinischen Artikel eine Lasche ist, wo ich eben ein Chest-Seal wirklich faltenfrei drinnen verstauen kann. Faltenfrei warum? Weil das ja ein Burrito iFac ist und wieder gerollt wird. Und hier seht ihr eben das Ganze in Aktion beim packten iFac. Wenn ihr den Trauma-Burrito iFac Innenteil geliefert bekommt, dann ist hier wirklich alles drinnen, was das Herz begehrt. Alles mögliche an Cords, Patient's Lanyard, Kordelstopper und Co. Das heißt, ihr könnt das Ganze wirklich so aufsetzen, wie das für euch passt. Kleines Detail am Rande auch noch hier oben beim Patientenkartenfach. Hier ist auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Stift hineinzugeben oder einen anderen tubularen Gegenstand. Ja, jetzt haben wir uns den Innenteil angeschaut. Wie ihr seht, man bringt hier alles hinein. Was auch noch wichtig ist, dass die Dust Flap etwas elastisch ist. Das heißt, wenn ihr Gegenstände habt, die sich nicht sofort anpassen, also es ist kein Cordura, sondern etwas elastisch. Und
Dadurch habt ihr die Möglichkeit eben auch Gegenstände, die vielleicht etwas Kanten haben oder etwas ausgebeugter sind, dass die drin verstaut werden können. Das Ganze wird dann zusammengerollt. Mein Tipp ist einmal falten und dann sozusagen den letzten Teil mit etwas Druck zu rollen und ihr habt wieder den Innenteil des Burritos. Jetzt aber zum wirklich Spannenden. Wie bringt ihr dieses Teil an eurer Ausrüstung an? Wir haben uns sehr viel mit dem Thema Montage beschäftigt und haben das Montagesortiment und wie ihr das Ganze anbringen könnt, nochmal erweitert. Ich fange mal mit dem Klassiker an, das ist nämlich die Range Belt Mount. Die hat auf der Rückseite eben die Gürtelschlaufen, wo ihr eben den Range Belt durchfädeln könnt. Es ist ja eben auch daran gedacht worden, dass ihr hier wieder Flauschklett habt und Hakenklett, das heißt, ihr verliert keine Klettfläche am Range Belt, das Ganze bleibt an Ort und Stelle und das Ganze kann, wie zum Beispiel hier, so aussehen. Was auch ein großer Vorteil ist gegenüber dem TFC-Kit ist, dass ihr es immer wieder sehr leicht entfernen könnt und auch wieder sehr einfach wieder versorgen könnt. Warum ist hier eine Schnalle? Das ist eine Frage, die haben wir immer wieder bekommen, weil es eine sehr langlebige Lösung ist und auch sollte die Schnalle mal defekt sein, könnt ihr diese einfach austauschen, die kostet ein paar Euro. Ja, so sieht eben die Range Belt Mount aus. Was noch sehr spannend ist bei allen Montagemöglichkeiten ist, dass wir hier an der Oberseite noch Montagemöglichkeiten haben. Ihr könnt zum Beispiel auch an die Oberseite des Traumburritos auch noch ein Tourniquet hingeben, eine Schere und Co. Also ihr seid auch hier gerade bei jeder Montage sehr vielseitig unterwegs. Die nächste Montage, die ich euch zeigen möchte, das ist meine Lieblingsmontage, das ist die Bauchtasche. Und bei der Fanny Pack Montage, hier wird auch das Trauma Burrito IFAK Innenteil platziert. Und ihr könnt das zum Beispiel gerade bei einem Plate Carrier unten drunter eben mithaben. Ihr könnt das Ganze bei zivilen einsetzen, einfach mit euch tragen. Es ist wirklich eine sehr vielseitige Montage und hat wirklich in jedem Kit Platz. Die nächste Montage, die ich euch zeige, das ist der Kangaroo Pouch. Der Kangaroo Pouch, der ist dafür da, dass ihr den zum Beispiel an Chest Rigs oder Plate Carriern unterhalb anbringen könnt. Das Ganze hängt dann eben etwas nach unten und ihr habt immer Zugriff darauf, könnt das Ganze eben rausnehmen. Die letzte Montage, die ich euch zeigen möchte, das ist die Molle Mount. Bei der Molle Mount, die ist sehr vielseitig einsetzbar, weil hier gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, das Ganze natürlich horizontal zu montieren, aber eben auch vertikal. Möglichkeiten, die Molle Mount effektiv einzusetzen, ist zum Beispiel beim Plate Carrier hier an der Seite, wo ich das Ganze im Kummerpunkt versorgen kann und somit mein IFAK direkt hier an Ort und Stelle habe. Die Molle Mount, die ist nicht nur mit Melis Clips kompatibel, sondern eben auch mit der Black Triangle Low Profile Mount. Also je nachdem, wie ihr das Ganze montieren wollt, we got you covered. Das ist alles, was ihr über das Trauma Burrito IFAK wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie uns super gerne hier unten in die Kommentare. Wir beantworten die euch natürlich gerne. Und eine ganz große Bitte, abonniert bitte diesen Kanal, lasst einen Like da und schreibt mir auch gerne, was für Videos ihr gerne in Zukunft sehen würdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.